Israel sieht den Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad als Folge seiner militärischen Aktionen auf Verbündete des Iran. Assads Regime sei ein zentrales Element der Achse des Bösen gewesen, so Regierungschef Netanyahu. Der Zusammenbruch Syriens sei eine direkte Folge der israelischen Angriffe. Am Montag, also gestern, soll laut Aktivisten die israelische Luftwaffe mehr als 100 Angriffe auf Militäranlagen in Syrien geflogen haben. Getroffen wurden nach Angaben der Beobachtungsstelle unter anderem Forschungszentren, Waffenlager, Flughäfen und Fliegerstaffeln. Das war jetzt, Tatjana, oben in Tel Aviv ein bisschen stichpunktartig alles. Was darüber hinaus weiß man denn vor allem, welches Anliegen verfolgt denn Israel mit diesen Zerstörungen, mit diesen Bombardierungen? Naja, das Anliegen ist relativ klar. Man will die eigene Bevölkerung sicherer machen. Man will das eigene Land sicher machen. Und man will überdies aber auch, das hat Benjamin Netanyahu selber gesagt, ein anderes Syrien. Man will andere Machtverhältnisse auch in Syrien. Und dazu gehört eben aus israelischer Sicht gesprochen auch, dass militärisch gesehen keine Gefahr mehr ausgehen kann. A, von der syrischen Armee, aber B, auch von denjenigen, die jetzt die Macht übernehmen, wo man eben nicht genau weiß, wie sind die eigentlich gegenüber Israel eingestellt. Und da ist die große Sorge hier im Land natürlich auch, dass das, was es da an militärischen Einrichtungen und Waffen und Ähnlichem gibt, dass das in die Hände der Falschen geraten könnte zum einen. Und der zweite Punkt ist natürlich, Syrien ist auch das Land gewesen, über das der Iran fast alle seiner Waffenlieferungen an die Hezbollah weitergeführt hat. Und das will man natürlich jetzt auch unterbinden. Das sind mit die Gründe, warum man so massiv militärisch zuschlägt. Wir sprechen mittlerweile übrigens von über 300 Luftangriffen. Es ist die größte Operation der Luftwaffe, so heißt es von der IDF selber. Und Thomas, ich glaube, du merkst schon, dass hier um dich herum ein bisschen was anderes noch los ist. Da würde ich jetzt gleich darauf zu sprechen kommen wollen. Genau, da würde ich auch fragen. Okay, da würde ich gerne fragen wollen, um den Menschen mal zu erklären, was denn da los ist. Benjamin Netanyahu, einerseits der harte Kämpfer, andererseits wird über den heute verhandelt vor Gericht. Was ist denn los? Benjamin Netanyahu, der Angeklagte. Es ist einmalig in der Geschichte des Staates Israel, dass ein amtierender Ministerpräsident sich vor Gericht äußern muss. Seine Zeugenaussage beginnt in diesen Minuten. Vor wenigen Augenblicken sind alle Anwesenden im Prozess im Gerichtssaal, der hinter mir ist. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. Hinter mir unterirdisch, also der Saal, in dem Benjamin Netanyahu seine Zeugenaussage jetzt beginnt. Und davor, ich glaube, man sieht es und hört es, diejenigen, die mit Benjamin Netanyahu als Politiker ein massives Problem haben. Schauen wir vielleicht darauf, worum es in diesem Prozess geht. Er ist angeklagt wegen Bestechlichkeit, wegen Betrug und wegen Untreue. 3 Punkte also, wegen derer er angeklagt ist. Bei Bestechlichkeit zum Beispiel, da geht es um Geschenke im Wert von knapp 180.000 €, die er und seine Frau Sarah bekommen haben sollen. Die Vergehen liegen schon einige Jahre zurück. Die Staatsanwaltschaft hat ihren Prozess sozusagen, ihre Anklage schon vor 4,5 Jahren präsentiert. Was jetzt stattfindet, ist die Zeugenaussage Netanyahu. Zum Hintergrund vielleicht noch Folgendes. 56% der Israelis sind dafür, dass dem amtierenden Ministerpräsidenten der Prozess gemacht wird. 26% sagen lieber nicht. Er hat genug mit anderen Dingen zu tun. Und genau das ist eben auch mit ein Grund, weswegen zum Beispiel das komplette Kabinett vorgestern noch versucht hat, noch einmal diese Zeugenaussagen Netanyahus hinauszuzögern, weil sie einfach sagen, der Mann ist zu sehr beschäftigt. Das Land befindet sich in einem Krieg an nicht nur einer Front. Der Ministerpräsident hat im Moment andere Dinge zu tun. Das Gericht hat sich davon aber nicht weiter beeindrucken lassen. Die Aussetzung seiner Zeugenaussage nach dem 7.10. ist aufgehoben worden. Jetzt findet sie statt. Das wird sich über Wochen ziehen. Das heißt, über Wochen hinlang wird Benjamin Netanyahu an 3 Tagen die Woche hier auftauchen müssen, um Zeugnis abzulegen. Tatjana, recht vielen Dank für die Erklärung zu dem Krawall hinter dir. Dankeschön.